Servus und herzlich willkommen hier in Bernhards Küche. Heute machen wir einen Salat, einen Waldorfsalat. Etwas modifiziert gegenüber dem ursprünglichen Rezept des Waldorfsalats. Wie man das macht, zeige ich euch jetzt. Dazu brauchen wir Sellerie. Ich nehme hier Bleichsellerie. Normalerweise macht man den Waldorfsalat eigentlich mit Knollensellerie. Bringen wir mal ein bisschen Abwechslung rein. Dann brauchen wir einen Apfel dazu, etwas Mayonnaise. Ich gebe, das ist auch eine kleine Abwandlung, auch noch etwas Joghurt dazu. Dann brauchen wir Walnüsse und schon wieder eine Abwandlung zum Standardrezept, etwas Ingwer. Ja, dann legen wir mal los. Zunächst mal der Sellerie. Das hier oben schneiden wir ab und hier unten das Weiße auch. Und dann versuchen wir mal, was manchmal beim Staudensellerie ein bisschen stört, das sind hier diese Fäden, die hängen nachher so zwischen den Zähnen. Man kann sie aber versuchen, muss ich sagen, zu entfernen und rauszuziehen. Das gelingt nicht immer, weil das leider oft mittendrin dann abreißt. Deshalb am besten von beiden Seiten versuchen, um dann eventuelle Reste noch rauszukriegen. Das ist bei dem hier schwierig, sehe ich schon. Der ist ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, fest. Und dann wird es schwierig, die Fäden zu ziehen. Eine ist ein bisschen wenig, zwei werden es reichlich sein für eine Portion, aber sei es drum. So, den werden wir jetzt nach Möglichkeit in kleine Würfel schneiden. Wenn man das mit Knollensellerie macht, dann reibt man den ja auf einer groben Reibe zu so Selleriespänen. Das kommt beim Staudensellerie nicht so gut. Deshalb schneiden wir ihn würfelig. Ist dann auch mal ein anderes Mundgefühl als beim klassischen Waldorfsalat. So, das wäre der Sellerie. Dann zum Apfel, den muss ich noch mal kurz abwaschen, das habe ich noch nicht getan, da ich die Schale mit verwende. Und da ich die Schale mitverwende, sollte man das ein bisschen säubern. So, dann müssen wir mal schauen, ob wir mit einem Viertel schon zurechtkommen oder ein bisschen mehr brauchen. Kerngehäuse raus. So, auch der Apfel wird beim klassischen
beim klassischen Waldorfsalat auch geraspelt auf der groben Reibe. Das würde aber jetzt nicht so gut passen hier zu dem gestückelten Bleichsellerie. Deshalb werde ich die Äpfel jetzt ebenfalls in Würfel schneiden. Ja, ein bisschen dick geraten. Das war für diese Zerteilungsmethode jetzt nicht die klügste Entscheidung, den zu vierteln. Es ist besser, den so herunterzuschneiden, dann bekommt man nämlich gleich dicke Streifen. Ja. So, dann geben wir das mal in ein Gefäß. Dann müssen wir noch die Walnüsse zerkleinern. Das machen wir mit dem Messer. Aber damit die jetzt bei den ersten Hieben nicht so durch die Gegend springen, schon mal grob verteilen. Und dann hüpfen die nicht mehr ganz so heftig durch die Gegend. Das mit den Walnüssen ist wohl etwas, was sich später erst in das Rezept eingeschlichen hat. Soweit ich gesehen habe, waren die in dem Originalrezept von diesem Koch aus dem New Yorker Waldorf Astoria Hotel nicht vorgesehen. Aber ich finde, die passen sehr gut dazu. So, jetzt gebe ich noch etwas Ingwer dazu. Das steht definitiv nicht im Originalrezept. Aber ich finde, dass Ingwer sehr gut zu Apfel passt. Und da müssen wir aber vorsichtig, sage ich mal, dosieren. Das soll nicht jetzt auffällig nach Ingwer schmecken, so ein Hauch, ganz klein wenig. So, dann mischen wir das durch. Dann kommt jetzt die Mayonnaise dazu. Und ich gebe ein bisschen Joghurt dazu. Das macht das etwas leichter, als wenn man es nur mit Mayonnaise machen würde. Und dann braucht es natürlich auch ein bisschen Salz. Und etwas Pfeffer. So, dann mischen wir das gut unter und schon sind wir fertig. So, fertig ist er, unser etwas anderer Waldorfsalat.
Viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit wünsche ich euch dazu. Wenn das Video euch gefallen hat, spendiert ihm ein Like, abonniert den Kanal und ich sage Servus, bis zum nächsten Mal.